ja. Oh nein. Kann man im tiefen Winter mit einem E-Auto bis zum nördlichsten Punkt Europas fahren? Genau das wollen mein Kollege Fabian und ich herausfinden. In nur 6 Tagen wollen wir von DKV in Ratingen über 3000 Kilometer durch 5 Länder bis zum Nordkap fahren. Wir wollen wissen, wie gut unsere Produkte unter realen Bedingungen funktionieren und ob sich ein Projekt dieser Größe voll elektrisch und zuverlässig umsetzen lässt. Mal gucken, wie wir es machen. Schönes Wetter zum Rausgehen und frieren. Geht's so gut, Diggi? Ja. Schaffen wir es wirklich zum Nordkap? Und welche Überraschungen erleben wir auf unserem Weg dahin? Kommt mit auf einen Roadtrip, der alles andere als gewöhnlich ist. Kopenhagen, ja, wir waren in einem super Hotel, in einer super Ecke von Kopenhagen. Das Problem war, die Einfahrt war quasi so breit wie unser Fahrzeug und auch der Rest im Parkhaus war sehr eng. Ich glaube, wir haben 15 Minuten pro Parkvorgang pro Auto gebraucht. Ich weiß, es war ganz wild. Also wir mussten ja wirklich an 3 Ecken am Auto stehen, um zu gucken, dass wir nicht die Wand mitnehmen. So sah die Wand aber auch aus. Passt mir nicht, ich flippe aus. Nee. Doch, alles ist gut. Der Arsch kommt jetzt rum. Alles gut, ich kann einschlagen. Ja. Ja, ich sehe es aber. Ich sehe es. So, und jetzt so mit 30 hier rausfahren. So. Und alle denken so, boah, kann der gut Auto. Here we go! Woo! Aber wildes Ding, ne? Also das ist ja wirklich für Autos von heute ist das nicht gebaut. Gott, wieso das denn da? Mystisch. Und ich schätze, so in 2,5 Stunden bin ich Roadtrip ready. Bis dahin wäre länger schlafen auch cool gewesen. Ja, der Tag wird heute echt nochmal ein Brett. Deswegen ganz gut, dass wir gestern noch geladen haben. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen Strecke machen. Das Schöne ist, dass wir halt mit der hohen Anzahl an Ladepunkten, wo wir Akzeptanz haben, man sich keine Gedanken machen muss, wenn ich mir jetzt einen Ladepunkt ausgesucht habe, funktioniert das auch. Ja. Also haben wir da eine Akzeptanz, weil die Wahrscheinlichkeit ist nah bei 100% und das macht es halt einfacher, ne, weil man das Thema irgendwie ausblenden kann. Was es aber auch einfacher macht, ist die große Akkukapazität des ID.7 GTX. Mit 86 Kilowattstunden netto kommt man nicht nur weit, sondern auch entspannt ans Ziel. Der durchschnittliche Verbrauch auf unserem Roadtrip lag bei 22 Kilowattstunden. Dazu sei gesagt, dass wir auch gerne mal schneller gefahren sind. Es später noch super kalt wurde und wir dauerhaft alle Komfortfunktionen wie Klimaanlage, Sitzheizung und natürlich die von uns allen geliebte Massagefunktion genutzt haben. Unser nächster Stopp ist Hudiksvall in Schweden. Auf dem Weg dahin halten wir in Stockholm für einen Reifenwechsel auf Spikes. Ja, wir fahren nach oben, Leonard. Yeah! Und die fahren aber auch mit. Gut. Ich sehe das noch nicht so. Ja! Und so langsam merken auch wir, dass es zunehmend kälter wird. Die letzten Kilometer, bis wir in Schweden sind. Ja. Hi. English? Yeah. Where are you going? To the North Cap, Norway. Okay. Take a deep breath. Okay. And blow. Thank you. Thank you very much. Yeah. Very carefully. Thank you. Gut, wir sind dann an Tag 2 von Dänemark nach Schweden mit der Fähre übergesetzt. Die Ladeinfrastruktur hat sich in der Form geändert, dass wirklich an jeder Tankstelle Ladeinfrastruktur ist. In den Kommentaren kam der Wunsch, dass wir mehr Einblick in unsere Ladeplanung geben. Das probieren wir zu berücksichtigen. Konkret haben wir bei der Planung stark darauf geachtet, gezielt HPC-Lader anzufahren. Entweder Standorte mit mehreren Schnellladesäulen über 150 Kilowatt oder mindestens einen Lader mit über 200 Kilowatt und 2 Outlets. Die Idee dahinter war ziemlich simpel.
Beide Autos sollten, wenn möglich, gleichzeitig mit über 100 Kilowatt laden können. Entweder verteilt auf mehrere Säulen oder gemeinsam an einer entsprechend starken. Zusätzlich haben wir gerade bei den kalten Temperaturen immer die Batterievorkonditionierung aktiviert. Also die Batterie vor dem Laden aufgeheizt, damit sie direkt mit hoher Leistung laden kann. Und das hat sich bemerkbar gemacht. Bei Ankunft lagen wir oft bei 175 bis knapp 195 Kilowatt Ladeleistung, was sehr beachtlich ist, wenn man die kalten Temperaturen bedenkt. In Schweden haben wir einen nicht so ganz erklärbaren, sehr hohen Verbrauch. Über 100 Kilometer sind wir jetzt in Schweden und haben einen Verbrauch von 26,5, was echt crazy ist. Wir fahren gerade mit 125 geradeaus in einer Ebene und haben 26,5 Ist-Verbrauch gerade auf 100 Kilometern. Das bringt uns gerade in die Situation, dass wir noch 34 Kilometer haben. 60 sagt das Fahrzeug gerade. Wir müssen aber Batterie noch ein bisschen vorkonditionieren. Oder haben es gerade schon gemacht. Ja, müssen halt gucken, dass sich die 33 Kilometer und die 60 Kilometer, die wir hier noch real im Fahrzeug haben, dass die sich nicht zu nah annähern. Dass wir hinterher mit kleiner 5 hier noch umfahren und nicht wissen, wie weit es noch ist. Aber Schwedisch ist echt nochmal anders. Lies mal vor. Oh, ist gerade weg, wollte gerade los. Je näher wir Stockholm kommen, desto deutlicher wird, der Winter holt uns ein. Erste Schneefelder tauchen neben der Straße auf. Während Fabian und ich noch ein paar Podcasts hören, sitzt Chris im Begleitfahrzeug, in dem Nelly ihm die DKV-App näher bringt. Das ist jetzt unsere DKV Mobility App in der Map-Ansicht. Wenn ich jetzt eine Route planen möchte nach Hudiksvall, gehe ich hier auf West Services. Ganz oben die EV-Routenplanung. Und hier wird jetzt erstmal abgefragt, welches Fahrzeug ich fahre. Wir fahren ja aktuell einen Volkswagen ID.7 GTX Safe. So, dann kann ich hier einmal eingeben, von wo wir starten und wo wir hinwollen. Dann kann ich jetzt entweder sagen, ich kalkuliere direkt die Route oder ich gebe noch ein paar Routendetails ein. Zum Beispiel gibt es diese Möglichkeiten, ich kann mein Fahrstil einmal eingeben. Dann kann ich den aktuellen Akkustand auch berücksichtigen. Wir haben aktuell 90%. Ankommen möchte ich mit 73%. Hier kann ich dann einmal sagen, okay, ich möchte gerne Ladepunkte entlang der Route, die eine gewisse Power oder Leistung anbieten. So, das ist einmal das Batterielevel, was nicht über- oder unterschritten werden sollte bei der Ladestoppplanung. Und wenn ich jetzt sage, ich habe bestimmte Marken oder Ladesäulenbetreiber, die ich bevorzuge, da kann ich jetzt zum Beispiel auch hier welche auswählen oder eben ganz konkret danach suchen. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt möchte ich die Route berechnen. So, jetzt klicke ich einmal, der berechnet die Route, das ging relativ schnell. Wir haben dann folgende Ladestops, die eingeplant sind, einmal bei Virta. Da kann ich jetzt direkt die Navigation hinstarten, wenn ich möchte. Und dann wird eben die ganze Route einmal eingeblendet mit den beiden Ladestops, die ich eben angezeigt habe. Und dann kann man sich noch mal die Ladestops angucken, wenn man möchte, und direkt dahin navigieren. Bei Euromaster erwartet uns dann ein echter Service-Moment. Der Kollege vor Ort hat extra an einem Samstag für uns die Werkstatt geöffnet, um uns dann neues Bikereifen zu montieren. Zahlen können wir den Einsatz mit der DKV-Karte. Hallo. Nach dem Werkstattstopp klingt unser Auto, naja, jedenfalls anders. Okay. Heute ist Tag 3 unserer Expedition. Wir sind hier in Hudiksvall. Hinter mir ist der Hudiksvaller Fjord. Das ist Teil der Ostsee. Wir sind hier gestern sehr spät abends hingekommen. Wir haben gestern die Spikes aufgezogen, also die Winterreifen mit Spikes. Wir dachten, als wir losgefahren sind bei Stockholm, dass wir die nicht unbedingt brauchen werden. Aber jetzt, wo wir hier angekommen sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die brauchen. Der landschaftliche Übergang und insbesondere auch die Zunahme von Schnee und Eis ist extrem graduell gewesen in Schweden. Das heißt, es war mal eine Wiese zugefroren, dann lag mal wirklich auf Feldern am Straßenrand relativ viel Schnee.
Bevor ich irgendetwas sage, musst du mir jedes Mal sagen, dass ich... Was ich sagen soll. Nee, dass ich mit dieser Ironie aufhöre. Und jetzt nutzen wir unsere wunderbare DKV-Karte. Mit dieser Karte haben Sie Zugriff auf das Netzwerk von ganz Europa. Und das ist auch ganz einfach. Zuerst nehmen wir diesen Ladestecker hier und schließen ihn in unser Auto ein. Dann gehen wir zurück zur Ladesäule und nutzen unsere DKV-Karte ganz einfach hier am RFID-Reader. Was alle überrascht hat, auch als es echt kalt war, hat der ID.7 die letzten 10% von 90 auf 100 noch mit gut 45 kW geladen. Das ist schon ein ziemlich guter Wert bei einer 400-Volt-Architektur, die nur mit 200 kW Spitzenladeleistung angegeben ist. Hallo, Lennart. Ich habe Infos bekommen von Dingen, die du hier tust. Lass uns mal ein bisschen Teil daran haben, was du denn seit 8 Stunden hier machst. Auf dem Weg ist uns aufgefallen, dass es unterschiedliche Anbieter gibt von Daten rund um die Straßenbeschaffenheit und Eistiefe und die Gefährdung, sowohl in Schweden als auch in Norwegen als auch in Finnland. Und da hatte ich einfach die ganz fixe Idee, dass wir uns das vielleicht aufrufen und mal angucken. Und daraus ist irgendwie geworden, dass ich überlegt habe, man könnte all diese Daten zusammenziehen und ein Dashboard daraus machen, explizit für unsere Tour. Das ist jetzt zum Beispiel dann eine Einschätzung, wie es aussehen würde, wenn wir von unserem letzten Punkt in Schweden bis zu unserem Zielort in Norwegen fahren. Wie lange würde das dauern? Wie hoch ist das Risikolevel? Und solche Informationen will ich jetzt noch anreichern mit zusätzlichen Werten über Temperatur und solche Sachen, die wir gesehen haben, während wir hier hingefahren sind, dass da so kleine Umleitungen waren, weil irgendwie die Straße beschädigt ist und sowas. Ja. Das macht der Lennart seit 8 Stunden. Deswegen muss ich heute durchfahren. Okay, kältemäßig ist das aber schon eine Steigerung jetzt, ne? Ja, es ist hier nicht sehr warm. Fabian und ich haben immer rechtzeitig die Vorkonditionierung eingeschaltet. Dadurch war die Batterie immer, wenn wir an den Ladestops angekommen sind, im optimalen Temperaturbereich. Und dann haben wir regelmäßig mit über 150, teilweise mit 200 Kilowatt geladen. Das ging schon ganz schön ab. Können wir morgen noch 200 Kilometer so fahren wie heute, dann ist es gut. Weil dann sind es nur noch 200 Kilometer, die wir 30, 50 oder 70 km/h noch fahren können. Wie ist es mit dem Laden generell da oben? Auch gut, wir müssen da jetzt nur ein bisschen mehr vorplanen. Also Tesla ist tatsächlich sehr gut vertreten. Wir müssen aber ein bisschen besser vorplanen. Wir werden da jetzt nicht an jeder dritten Ausfahrt fahren können. Im Hotel wirft Chris nur routinemäßig einen Blick auf seine Polarlicht-App. Und plötzlich steht da hohe Aktivität. Also gehen wir raus, schlendern durch das stark beleuchtete Luleo und rechnen eigentlich mit nichts. Doch dann entdeckt Chris einen hellen Schimmer über dem zugefrorenen See. Durch die Kamera wird klar, das ist nicht das Stadtlicht, das sind unsere ersten Polarlichter. Ich hab doch welche darunter. Das ist schon ziemlich cool. Aber ich akzeptiere noch nicht, dass das jetzt das ist, dass wir Polarlichter gesehen haben. Das wird noch besser, da bin ich mir sicher. In der nächsten Folge geht's ins tief verschneite Lappland bei minus 21 Grad. Fabian im knietiefen Schnee und einem neuen Versuch, die Polarlichter zu finden.